Yo, was geht ab, Rasselbande? Ich hoffe, es ist alles fresh bei euch, wie immer. Heute kommt nicht Splash Volume 3, heute kommt mal wieder eine heftige Story. Ich war nämlich letztens mal wieder seit langem feiern und musste danach, weil ich kein Auto mehr habe, mit dem Zug fahren. Und da ist mir wieder was richtig, richtig Lustiges mit dem Schaffner passiert, wo ich mir gedacht habe, warum bist du so, warum machst du das? Es ist morgens, es ist der erste Zug, wie kannst du schon so abgefuckt sein? So, die Story beginnt an einem ganz gemütlichen Freitagabend. Ich war mit einem Kollegen am Chillen und ganz spontan hat uns ein anderer Kollege angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, mit dem noch feiern zu gehen. Also sind wir darüber, weil der so ungefähr next door wohnt, und haben uns 1, 2 Bierchen getrunken und haben dann den ersten Zug genommen in die nächste City bei uns, wo wir dann feiern gegangen sind. Und da ist auch alles gut gelaufen mit dem Zug, alles prima, gar kein Problem. Waren dann ganz nett feiern und weil wir alle kein Auto hatten und alle auch schon 1, 2 Bierchen getrunken haben, war es natürlich schwierig, irgendwie mit dem Auto hinzukommen. Deswegen haben wir gedacht, wir fahren mit dem Zug hin und nehmen auf den ersten Zug morgens zurück. Also dann schön nett gefeiert, war eine nice Party, ganz nette Musik und nette Gespräche gehabt. Danach auf jeden Fall dann richtig erschöpft aus dem Club rausgekommen und man wollte einfach nur nach Hause fahren. Aber wir mussten auch noch einfach 1 Stunde auf den ersten Zug warten, weil ja die Züge bei uns in der Region erst relativ spät fahren, was einfach übelst belastend ist, kann ich auch nur sagen. Das ist geil an der Großstadt, dass da die Züge einfach oder die Trams einfach immer fahren und dass man dann nie Probleme hat, nach Hause zu kommen. Wenn man so in so einem kleineren Dorf wohnt, hat man damit echt Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt. Wenn ihr damit Erfahrung habt, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr genauso Probleme mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ein ganz anderer Punkt mit dem öffentlichen Nahverkehr ist bei uns auch einfach noch, dass es arschteuer ist. Also für eine richtig kurze Fahrt, ich sag mal so von 20 Kilometern ist man schon so 8, 9 Euro los und das ist einfach, finde ich, richtig krass dafür, dass man ja dafür noch nicht mal so einen heftigen Service bekommt. Meistens die Züge einfach auch Verspätung haben oder einfach mal ausfallen und da denke ich mir einfach, ist der Preis so gerechtfertigt und sind vor allem diese ganzen Preiserhöhungen gerechtfertigt, weil die Preise der Bahn ja auch einfach immer teurer geworden sind. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder abgedriftet von der Story. Wäre auf jeden Fall mal interessant, ob das bei euch auch so ist, dass die Preise fürs Bahnfahren einfach relativ angestiegen sind und dass euch das genauso nervt wie mich. Aber zurück zur Story. Wir waren dann am Bahnhof und haben auch schon gewartet an unserem Gleis und es waren halt echt noch so 1 Stunde, haben da gechillt und auf einmal kam dann der Bahnkartenkontrolleur, um in den Zug zu gehen und alles vorzubereiten. Und wir waren natürlich erschöpft, haben ihn ganz nett gefragt, ja, können wir schon rein? Da meinte er, nee, ihr könnt noch nicht rein, war schon übelst unfreundlich am Morgen, wo er frisch aufgestanden ist und eigentlich gute Laune haben müsste. Meinte er, ja, in 20 Minuten könnt ihr rein, dann könnt ihr euch schon reinsetzen. Hat natürlich die Tür nicht aufgemacht bis 5 Minuten, bevor der Zug abgefahren ist. Und draußen war es schön kalt, man war natürlich nur in T-Shirt unterwegs, weil man sich die Garderobe sparen wollte, wie das so ist im Student Life. Und naja, dann sind wir halt 5 Minuten vorher dann in den Zug gekommen, haben uns da reingesetzt und dann ist der Zug abgefahren. Wir dachten, haben wir es endlich geschafft, kommen jetzt ganz entspannt nach Hause und man kann sich einfach ins Bett hauen, um eine Runde zu schlafen. Auf jeden Fall ging es dann weiter, dass der Bahnkartenkontrolleur auf einmal gekommen ist und die Bahnkarten sehen wollte. Natürlich vorbildlich, alle von uns haben sich einen Ticket gekauft. Es gab nichts zu meckern aus unserer Sicht, aber dieser Kontrolleur kommt an und meine Kollegen, ich saß auf der einen Seite mit ein paar Kollegen und auf der anderen Seite saßen ein paar Kollegen und die hatten halt ein 4er-Ticket zusammengeholt und der zeigt halt das 4er-Ticket vor und dann fing der Bahnkartenkontrolleur auf einmal an rumzumotzen und meinte, ja, also ihr gebt mir jetzt eure Personalien, ihr bezahlt jetzt alle 50 Euro, weil ihr die Karte nicht gestempelt habt und ich denke nur so, what the fuck, das ist eine Bahnfahrt von 15 Minuten und dieses Ticket kann man nur 2 Stunden danach nochmal benutzen und das ist One-Way. Das heißt, was denkt er, dass wir jetzt innerhalb der 2 Stunden wieder zurückfahren in die andere City, um dann nochmal zurückzufahren? Also es macht alles keinen Sinn, es ist so richtig kleinkrämerisch und der hatte, glaube ich, einfach nur richtig Bock, einen fertig zu machen. Und dann fing die Diskussion an, dass wir einfach nur nach Hause wollten und was er jetzt von uns will, dass wir dann nächstes Mal Bescheid wissen, aber dass er uns dafür jetzt schlecht 50 Euro aufbrummen kann. Ich meine, man hat ja wirklich dieses Geld und auch diese hohen Bahnkartenpreise dafür gelatzt. Und nach einer irrenlangen Diskussion mit dem
waren meine Kollegen dann durch und dann kam er zu unserer Seite und hat dann gefragt, ja, einmal die Bahnkarten vorzeigen und ich habe ihm meine Karte gegeben. Ich habe meine Karte halt auch nicht gestempelt, weil ich das noch nie in meinem ganzen Leben gemacht habe, dass ich irgendwo die Bahnkarte gestempelt habe und da hat auch noch nie jemand gemeckert. Und er fing dann auch an, ja, bei dir ist es genau das Gleiche, also eigentlich müsstest du auch 50 € bezahlen, aber du hast ja Glück, dass ich schon mit deinen Kollegen diskutiert habe. Ich merke mir eure Gesichter und wenn ich euch das nächste Mal sehe und ihr die Karten nicht gestempelt habt, dann bezahlt ihr alle und ich nehme eure Personalien auf. Und ich dachte mir einfach nur, komm mal runter hier, das ist, was willst du jetzt von mir? Ich will einfach nur nach Hause fahren, ich habe überhaupt nichts Böses gewollt und ich meine, ich habe ja wirklich dieses Geld für das Ticket bezahlt. Aber wie das so ist, der Typ ist natürlich am längeren Hebel und man war erschöpft, hat man einfach nichts gesagt, ich hatte da auch keinen Bock auf Stress. Ich verstehe nicht, warum diese Bahnkartenkontrolleure sich so aufregen müssen. So vor einem Jahr, wo ich mal mit der Bahn gefahren bin, da waren einfach auch entspanntere Kontrolleure da oder so ältere Frauen. Da ist man morgens reingekommen, die waren gut drauf, denen hat man das Ticket gezeigt, war alles gut, hatte man noch eine nette Unterhaltung, wie die Party war. Aber dieser Typ, der war einfach, der wollte einen einfach ficken, der wollte einen einfach irgendwie ans Bein pissen, sage ich jetzt mal so. Und das finde ich einfach richtig übertrieben. Ich meine, bei den hohen Preisen kann man dann guten Service erwarten und ich meine, ja, hat man das Stempeln mal vergessen, beziehungsweise ich wusste ja noch nicht mal, dass man überhaupt stempeln muss. Ich habe ihn dann gefragt, wie man das macht, hat ihm auch keine Antwort gegeben, meinte einfach nur, dass es dreist ist, dass ich frage. So, ich meine, so kann das natürlich nicht gehen. Und ja, da muss ich jetzt einfach mal sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von der Bahn. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, dass die Bahnkartenkontrolleure da so eine Kacke abziehen. Vielleicht habt ihr ja schon mal irgendwelche Kackerfahrungen gemacht. Vielleicht läuft es ja auch einfach in anderen Regionen besser. Wäre auf jeden Fall mal ganz interessant zu wissen, ob ihr da auch schon so schlechte Erfahrungen mitgemacht habt und was für Erfahrungen ihr da mitgemacht habt. Ich war an dem Punkt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen enttäuscht, aber was soll man machen? Man ist auf die Bahn angewiesen, wenn man kein Auto hat. Da kann man nichts gegen die Preise machen und nichts gegen unfreundliche Schaffner machen. Und ich meine, wahrscheinlich müssen Schaffner auch viel Kacke mitmachen, aber deswegen müssen sie einen echt nicht so am Morgen irgendwie auf Teufel komm raus versuchen, ja, fertig zu machen, sage ich jetzt mal, oder ja, abzufacken. Schreibt in die Kommentare, ob ihr solche Erfahrungen gemacht habt. Das war's mit der Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen hammergeilen Abend und bis zum nächsten Video. I ain't the type to try and take it from your man. So everything you do is honestly part of your plan. You heard I do it big, I leveled up, I do it grand. I just put on for the fam and I have fun with my friends. We can fly out, I know some places we can hide out. Call a lift, we can ride out. And yeah, you know I'm from the UK. And my fan base, it's